ich habe euch noch ein zweites Video vorbereitet, wo es um den guten geht, den Mazda MX-5 NA. Und zwar hat der Kleine das Problem, dass die Bremse quietscht, auch bei Nichtbetätigung der Bremse. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass wir einen Stein in der Bremse haben und werden diese jetzt mal zerlegen. Und das erste, was wir jetzt tun werden, ist das Rad abbauen. Das Werkzeug ist durchaus simpel. Wir brauchen einen Drehmomentschlüssel, eine kurze Verlängerung und eine 21er Nuss. Um die Arbeiten angehen zu können, müssen wir ein paar grundlegende Dinge beachten. Wenn wir das Fahrzeug jetzt aufbocken mit einem Wagenheber, darauf achten, dass die Handbremse angezogen ist und Gang eingelegt. Ist hier natürlich schon gemacht. So, des Weiteren meine Empfehlung immer, die Radmuttern leicht zu lösen, bevor das Fahrzeug angebockt wird, bevor sie es hochheben. Und das werden wir jetzt auch tun. So, wie schon beschrieben, lösen wir die Muttern jetzt, bevor wir das Fahrzeug hochnehmen. Und die Radmuttern alle gelöst, drehen wir sie einfach mit Hand ab. So, haben wir das Rad abgebaut, sehen wir die Bremsscheibe, Bremssättel und die Steine, die sich darin befinden. Also da ich vermute, dass sich der Stein zwischen Scheibe und den Bremsklötzen angesammelt hat und dadurch die Geräusche verursacht, wollen wir Folgendes machen. Wir wollen diesen Sattel abklappen und die Beläge da rausnehmen. Dazu brauchen wir jetzt Folgendes: einen passenden Schlüssel für die obere Schraube. Alternativ zum Schlüssel geht natürlich auch Nuss und Ratsche. In dem Beispiel versuchen wir das einfach mal mit einer Ratsche. In dem Fall von diesem Fahrzeug, was Baujahr 97 ist, ist es eine 17er Nuss. Ist die Schraube gelöst, können wir den Sattel einfach nach unten klappen. Wir können so eventuell auch schon allerspätestens sehen, sind die Beläge noch gut oder sind sie nicht mehr gut. In dem Fall sind sie natürlich noch gut. Und wir haben auch schon einen Übeltäter gefunden. Ein kleiner Stein. Kein Problem, bauen wir die Dinger also wieder zusammen. Wir brauchen nicht mal die Beläge rausnehmen. Sollten wir das aber natürlich doch machen, können wir den Sattel jetzt weiter runterdrücken, können dann die Beläge entfernen. Vorsichtig als erstes die Klammern entfernen und dann die Beläge rausnehmen. Immer dran denken, diese Plättchen definitiv sauber oder neu. Die also entnehmen, nachdem sie die Beläge rausgenommen haben, und neu machen. Entweder neu machen oder mit Schleifpapier abschleifen. Weil das sind im Endeffekt die Übeltäter, die die Beläge festmachen. Wenn die festgammeln am Sattel und festgammeln an den Bremsbelägen, dann haben wir das Malheur und die Bremse wird fest. Was heißt übermäßiger Verschleiß und Erhitzung. Sollte das alles getan sein, ist natürlich kein Problem. Den Sattel wieder drauf drücken. Die Schraube wieder rein und festdrehen. Das Drehmoment dieser Schraube beträgt an die 60 bis 70 Newtonmeter. Wird natürlich auch eingehalten werden. Nach der ganzen Geschichte bauen wir das Rad wieder dran und ziehen die Radmutter mit 120 Newtonmetern fest. Fehlt natürlich noch eins zum Abschluss der Arbeiten: eine Probefahrt.